Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind heute wieder in Frankreich unterwegs und wollen uns alte Stellungen, aber auch Rückzugsorte für die Soldaten anschauen, die weiter hinter der Front praktisch genutzt wurden, um eine Rotation praktisch zu bilden, lazarettmäßig irgendwas zu nutzen. Und was halt da ganz besonders ist, es werden halt alte Höhlen oder Kalksteinbrüche verwendet damals. Und die sind teilweise ganz, ganz besonders, weil es da auch Inschriften, Reliefe gibt und weiteres. Und wir haben jetzt hier schon eine ausgekundschaftet. Die werden wir jetzt uns einmal anschauen. Und ich denke, heute werden noch einige mehr folgen. Also, bleibt dran. Ja, so wie es aussieht, haben wir jetzt hier schon die erste Höhle oder ehemaligen Kalksteinbruch gefunden. Ich kann das jetzt nicht genau sagen, was es ist. Das ist hier mitten im Wald und ja, müssen wir uns jetzt mal anschauen. So Leute, ihr könnt das sehen. Wir müssen jetzt erstmal hier runter irgendwie. Und dann können wir hier versuchen, in dieses System reinzukommen. Wow. Das sieht ja gewaltig aus hier. Wow, wow, wow. Das ist mal wieder was ganz, ganz Besonderes. Hier haben wir auch schon die ersten Beschriftungen. Da steht aber AP 1993, GB 1997. Da seht ihr, wie Melanie da oben runter muss. Wir haben auch schon die ersten Relikte. Metall und Glas. Ist auch irgendwie, das sieht aus wie ein Schaufelblatt. Ja. Und hier hat man jetzt überall solche kleinen Nischen. Wow. Und hier oben ist in dem Portal hier auch ein riesiger Schriftzug. Südausgang Höhle 4. Also auf Deutsch. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass das deutsche Stellungen waren, also Rückzugspunkte für die Soldaten und keine französischen oder alliierten. Gehen erstmal hier eben so rum. Hier scheint es, dass man hier mit Naturstein oder Ziegelstein Bereiche verschlossen hat, dass man wahrscheinlich nur einen separaten Eingang hier hatte in der Mitte, damit das hier auch nicht so auskühlt, weil ich mal vermute, dass die, so wie der Felsen aussieht an der Seite, auch immer wieder irgendwo Feuerstellen hatten. Wow. Und überall sieht man jetzt schon, wir sind noch gar nicht drin, so kleine, Einkerbungen. Das ist auch ganz weich hier. Das ist, na gut, hier ist noch Moos drauf, aber das ist Kalk oder Sandstein, wahrscheinlich eher Sandstein. E oder FL. Wow. Ja, jetzt müssen wir erstmal die Taschenlampen rausholen und vor allen Dingen den
Helm auf die Rübe. Krass. Ich von meinem eigenen Schatten erschrocken. Ach, guck mal, hier ist eine Ablüftung irgendwie. Wow. Also wird hier nämlich auch irgendwie ein Ofen gestanden haben. Hier so zentral. Und hier ist halt eine Mauer. Die haben sie zum Teil wieder durchbrochen. Da hat man jetzt hier einen separaten ja, Abschnitt im Prinzip eingemauert. Ja, hier sieht man halt, wie porös dann doch auch das Gestein hier ist. Aber sehr, sehr interessant. Das sind halt im Prinzip diese Mauern sage ich schon, diese Höhlen oder Kavernen oder ehemaligen Kalksteinbrüche oder Sandsteinbrüche. Ich weiß es jetzt gerade nicht, ob das jetzt, aber es sieht eher aus wie Sandstein, ja. Damit hat man ja in Frankreich viel gearbeitet. Und die hat man jetzt hier im Ersten Weltkrieg genutzt, um ja, die Soldaten im Prinzip hinter der Front erstmal in Bereitschaft zu versetzen oder ja, Unterkunft auch. Na, es gab ja nicht unzählige Unterkünfte für Tausende von Soldaten. Und ja, Sanitätsbereich teilweise, je nachdem auch so eine Grundversorgung stattgefunden hat. Das sind verschiedenste Nutzungen, die da stattgefunden haben. Und in vielen Höhlen oder solchen Steinbrüchen findet man halt noch sehr viele Relikte, ja, in Form von Flaschen oder Metallgegenständen noch. Und aber auch diese Reliefs in den Wänden, was die Soldaten dann selber da ja, in ihrer Freizeit, sage ich mal, abseits von der Front, ja, da eingeritzt haben. Ja, das ist was, was man auch sehr oft sieht. Und zwar Überreste von unzähligen Flaschen. Hier ist sogar ein Lederteil von einem alten Schuh noch. Stiefel, das kann alles noch aus der Zeit auch sein, ne? Das ist wirklich krass. Und hier ist sogar ein bisschen Geschirr. Und sogar hier mit, ja, mit Motiv hier drauf. Und diese ganzen Flaschen, die sind auch alle aus der Zeit. Ihr seht das hier, das sind auch verschiedenste Flaschenkörper. Weil das findet man in Frankreich noch sehr, sehr, sehr viel, weil die Soldaten da auch entsprechend eher auch getrunken haben. Und es ist ja nicht wie heute, dass alles in Plastikflaschen irgendwie geliefert wurde, sondern damals war es auch alles Glas. Und ob das jetzt normales Wasser war oder Spirituosen oder Milch auch, das ist dann alles in diesen Flaschen. Und die hat man mal alles irgendwie zusammengetragen und sieht das hier auch ganz gut. Hier zum Beispiel diese gewölbten. Das ist, sowas macht man heute halt meines Wissens nach gar nicht mehr. Also ich kenne es nicht von Weinflaschen oder so. Ja, und hier seht ihr im Prinzip noch, wo man damals aufgehört hatte. Das sind noch dann aus den Steinbruchzeiten, wie man hier die Blöcke raus gemeißelt hat, rausgestemmt hat. Und hier haben wir schon mal wieder das erste Indiz. Hier könnt ihr sehen, das ist handschriftlich mit einem Kohlestift oder sowas. Hat man hier ja irgendwelche Ziffern reingeritzt, reingemalt. Das ist alles noch aus der Zeit. Wahnsinn. Ist zum Beispiel eine Flasche mal ganz gut noch erhalten.
finde aber keinen Hersteller oder irgendwas. Sieht schon mystisch aus. Da sieht man auch, wie das Ganze hier schon kollabiert ist. Da oben habt ihr noch die Aufnahme für die Leitungen, für die Stromleitungen. Das ist hier alles zusammengeklappt. Also wir haben ja hier auch vorne stand ja Südeingang. Dass das hier wahrscheinlich, oder Südausgang, dass das hier ein Verbund ist. Ey, guckt mal Leute, jetzt gerade in dem Moment, wo ich mit euch spreche, sehe ich hier was. Ey, guckt euch das mal an. Wow. Ey, krass. Wow. Das ist hier komplett vom Laub überdeckt gewesen. Wow. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss mal die Lampe ein bisschen runterdrosseln, weil mein Scheinwerfer gerade leer gegangen ist. Seht ihr das Gesicht? Das ist ein Soldat mit der typischen Mütze, die man im Ersten Weltkrieg verwendet hat. Guckt ihr das mal an, was ich gerade hier gefunden habe, weil ich nur in das Loch da unten geschienen hatte mit der Taschenlampe. Ist das krass? Wir haben jetzt die erste richtige Zeichnung von den Soldaten hier gefunden. Sieht ein bisschen grimmiges Gesicht. Aber ich hätte es wahrscheinlich auch nicht viel besser hier in den Felsen ritzen können. Wow. So Leute, es geht jetzt hier auch irgendwie Schlag auf Schlag. Jetzt haben wir hier das nächste Relikt. Und zwar hier oben hat man noch wie so einen Sockel. Hier. Und hier im Prinzip so ausgemeißelt. Es ging wahrscheinlich hier irgendwie, das war wie so eine Art Säule hier. Wow. Hier haben wir das nächste. Das hat Melanie gerade entdeckt. Hier ist Fernsprecher. Also hier hat man praktisch das hier aus dem Fels gestemmt, den Schriftzug hier eingebracht und dann ist der Fernsprecher entweder hier in dieser Höhle gewesen oder er war jetzt hier unmittelbar über oder unter dem Schild angebracht, dass hier vielleicht irgendwie ein Tisch stand, wo einer das bedient hat. Oh, guckt euch das mal an hier. Gut, hier sind teilweise dann auch neuere Sachen so ein bisschen eingraviert, aber es sieht irgendwie trotzdem krass aus, wenn ihr so die Wand hier seht. Hier haben sich halt schon viele verewigt. Wow. Ja, das wird hier halt eingestürzt sein. Hier hinten haben wir jetzt, wenn wir jetzt mal hier rüber gehen, hier haben wir jetzt wieder eine Ziegelwand gezogen. Die bricht da auch noch an der Seite auch bald weg. Jetzt kann man hier mal über diese Brocken gehen. Ja, da ist auch viel ausgestemmt wieder. Ja, jetzt haben wir hier auch gerade gesehen, hier gibt es auch diverse Nischen für Lampen, Öllampen, Gaslampen. Hier mit einem Scharnier an der Seite noch, dass man dann zuklappen konnte. Und da auf der anderen Seite auch, da hinten. Da ist das gleiche. Und hier haben wir jetzt auch gerade noch einen Stein entdeckt, der da auch irgendwelche Metallteile begraben hat da unten.
hier sind noch mehr Flaschen da hinten, sehe ich gerade. Oh, hier ist eine Grube, Schatz. Hier ist irgendeine ausbetonierte Grube. Guckt euch das mal an, Leute, was wir jetzt hier gefunden haben. Boah, wie groß ist die? Richtig ausbetoniert. Ey, ich glaube, da drüben liegen auch noch Hülsen oder irgendwas. Ey Leute, jetzt haben wir was gefunden. Ich glaube, da hinten liegen... Ich kann das jetzt nur von hier erkennen, aber... Da auf dem Sockel, das braune da. Da. Ich glaube, das sind Granathülsen. Also hier wird es jetzt gerade interessant. Hier ist ein riesen Becken, ausbetoniert, keine Ahnung für was das jetzt gewesen ist hier in dieser Kaverne. Und da hinten, glaube ich, liegen irgendwelche Hülsen, große. Ich kann es aber hier gerade nicht richtig erkennen. Weil ich muss jetzt nämlich hier erstmal irgendwie runter. Krass. Mal hier runter. Also ich habe jetzt gerade keine Erklärung, für was dieses gigantische Becken hier drin ist. Das wird ja locker 4 Meter in der Länge sein und vielleicht 2 Meter in der Breite. Ob das ja vielleicht für Toiletten ist, dass sie da hier so eine Sickergrube gemacht haben, aber die sieht ja ziemlich reinlich aus. Ja gut, nach der Zeit. Aber was ist das hier? Oh ja, ich glaube, das sind solche Dinge. Vielleicht hat die hier jemand ausgegraben. Ach du Scheiße. Tatsächlich, oder? Ich weiß es gerade irgendwie nicht. Weil hier oben, Leute, also dieser Pin hier, ich kenne mich mit den Granaten nicht so aus. Dieser Abschnitt hier oben, das sieht so komisch aus irgendwie. Ich weiß nicht, was das für welche sein könnten. Also ich werde die auf keinen Fall jetzt anfassen. Vielleicht ist das auch irgendwas anderes. Aber es sieht verdammt alt aus. Also damit ihr jetzt mal einen Vergleich habt, ich muss mal gucken, ob ich das hier irgendwie jetzt gerade mal so machen kann, weil der Scheinwerfer nicht geht. Also das ist meine Hand, habt den Größenvergleich. So, mehr werde ich jetzt hier nicht machen. Deshalb auch nochmal die Info an euch, wenn ihr sowas findet. Ja, eigentlich einen großen Bogen darum machen. Was heißt eigentlich? Auf jeden Fall. Und das auf keinen Fall berühren, mitnehmen oder sonstige Sachen damit machen. Ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Und das ist nämlich nicht gut, weil es läuft auch irgendwie aus. Hier sind noch mehr. Ey, die haben die hier vergraben. Das kann nur sowas sein. Hier sind noch welche vergraben. Also ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht länger hier aufhalten. Ey, die haben hier was aufgestemmt. Boah, jetzt habe ich mich erschrocken. Ey, die haben hier was aufgestemmt. Und hier liegen noch mehr Sachen. Ach du Scheiße, Leute, ey. Das ist hier irgendwie ein Becken gewesen. Hier oben liegt noch ein Eimer. Oder ein Topf, ganz alt, eine ganz alte Dose und ein Topf. Und irgendwie ist hier noch so ein Becken. Da liegen auch noch ein paar Relikte drin. Da ist irgendwie ein Eisenbahngleis. Und da unten liegen auch noch Sachen drin. Aber das hier oben, das ist mega kritisch hier. Diese Dinger. Okay. Wir gehen jetzt mal weg davon.
noch ein uraltes, sieht aus wie so eine Art Telefonkabel oder aus so ein einadriges Kabel, oder, aber auch richtig alt. Man sieht hier die Ummantelung und da ist nur wie so ein was sagt man hier, Klingelleitung für die Fernmeldegeräte. Das wird auch sowas sein. Das ist nur einadrig. Uiuiuiui. Hier könnt ihr das nochmal sehen. Da hinten habt ihr Melanie als Vergleich. Hier liegen auch noch solche Kabel teilweise versteckt. Nicht, dass das auch so ja für Sprengungen so Kabel sein könnten, dass man damit Sprengladungen verbunden hat, um die zu zünden. Puh, Leute. Also das hatten wir auch noch nicht in der Form. Und hier ist noch irgendwas, ein Metallteil. Hier. Ja, ich hoffe, der Scheinwerfer funktioniert gleich wieder, dann kann ich das richtig nah aufnehmen hier. Ja Leute, wir haben jetzt hier noch ein weiteres Projektil gefunden. Hier könnt ihr das sehen. Hier ist mein Finger. Die ist nicht abgeschlagen, das Projektil ist noch dran. Komplett oxidiert. Also werden das hier höchstwahrscheinlich auch irgendwelche Granaten sein. Hier geht's weiter. Vielleicht haben die hier auch zum Teil halt Munition vergraben. Und was mir auch so ein bisschen Gedanken macht, ist dieser... Ne, das ist jetzt hier normaler Draht, aber weiter oben dieser... Ja, entweder für Telefonleitung, für Fernsprecher oder ja, für Sprengaktivitäten. Also ihr hört es schon, ich bin gerade aktuell irgendwie total geflecht. Aber auch jetzt gerade ein bisschen auf der Hut, dass wir hier nicht irgendwie... Weil hier ist wieder dieses Kabel. Da. Das ist dann wie durchtrennt. Komisch. Ja, ich glaube, wir werden jetzt hier... Da hinten haben wir schon geguckt. Da ist jetzt nichts weiter. Da wird es halt irgendwie rausgehen. Das ist zum größten Teil verschüttet. Hier stehen auch noch so Schriften mit einem Kohlestift dran. Das können wir aber nicht lesen. Aber das ist hier schon wirklich richtig krass, was wir jetzt hier gefunden haben. Ja Leute, wir gehen jetzt erstmal raus. Wie gesagt, wer hier was weiß zu den gefundenen Munitionssachen und aber auch hier zu diesem Becken, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, weil wir dafür jetzt gerade aktuell zumindest noch keine Information haben. Weil wenn, wisst ihr ja, würden wir es halt wieder einstreuen. Ja, so wie das aussah oder aussieht, ging das hier auch mal weiter. Noch ein bisschen tiefer rein. Weil das muss ein Verbund sein. Weil sonst würde der Auszug da oben keinen Sinn machen. Mit Südausgang. Oh jo. Ach du grüne Neune. Oh, wo sind wir hier wieder? Das ist echt... Hier unten sind auch überall diese kleinen Eisenpins. Diese Dinger, wo man den Stacheldraht doch durchgezogen hat. So, hier kommen wir so richtig schlecht jetzt rum. Also Leute, es ist echt mysteriös hier. Wow, das ist eine große Kammer. Oh, hier kommt auch Luft zu.
Eigentlich wäre jetzt wieder die Kopfkamera perfekt. Was sind das hier außerdem für komische... Sollen das mal Betten sein? Aber das sieht mir halt noch ziemlich frisch aus. Ja gut, vielleicht waren das hier auch Ausgänge, die hier zugefallen sind. Ja, hier sind noch mehr solche Dinger. Da. Noch mehr so wie Betten. Dass sie sich das zusammengesteckt haben. Das sieht schon merkwürdig aus. Ja. Es kann ja nur sowas sein. Dass die sich dann hier reingelegt haben. Matratze drauf. Aber das Holz eigentlich noch frisch aussieht. Hier liegen noch so Eisennägel große. ...1988. Ja, es kann ja sein, dass die sich das dann hier irgendwie gemacht haben. Aber die Munition da, die ist nicht von 1988. Das wird hier schon auch recht labyrinthmäßig. Jetzt geht's mal hier links und rechts. Aber ich will jetzt erstmal zu Melanie zurückgehen. Ich glaube, jetzt haben wir noch was Krasses gefunden, Leute. Oder? Was ist das da? Ja, wir haben Knochenüberreste gefunden, Leute. Tatsächlich. Wir haben Gebeine gefunden. Definitiv. Hier unten. Das ist auch da unten in der Erde noch drin. Das ist ein Verstorbener. Oh, jetzt wird's richtig gruselig. Ja klar, es ist... Hier sind Tausende gestorben. Den hat man wahrscheinlich hier auch in der Höhle beerdigt, weil das ist irgendwie auch alles noch da drin. Das ist hier halt zusammengefallen. Vielleicht gab es ja auch irgendwie einen Hinweis. Ich gehe jetzt hier mal rüber. Der wird dann jetzt schon gerade ein bisschen komisch. Hier noch weitere Sachen. Ich weiß nicht. Das hier, diese Rippe hier. Hey Leute, ihr müsst es in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht. Es kann natürlich auch sein, dass das von einem Tier ist, was die hier sich zubereitet haben. Okay, ich gehe erstmal raus. Ich kann es nicht eindeutig identifizieren, wenn man jetzt nicht einen Schädel oder irgendwas sieht, wo man jetzt eindeutig sagen könnte, okay. Wir gehen erstmal raus hier. Ja, hier ist auch... Ja, das ist was anderes hier. Das ist auch ein Knochen, aber vom Tier. Wir gehen erstmal raus. Wahnsinn hier. Ich habe mich jetzt gerade... Eben bin ich falsch abgebogen. Jetzt bin ich schon wieder in einer neuen Kammer. Hier unten auch ohne Ende Flaschen, Metallreste. Und hier geht es auch raus. Ich glaube, ich bin da hinten rüber gekommen.
Hier schon wieder Knochen. Das muss von Tier sein. Das sind Tiere. Die werden hier jetzt nicht nur getrunken, sondern auch gegessen haben und haben dann die Abfälle hier verscharrt. Aber das muss nicht unbedingt so sein, weil ich kann die Knochen bis auf die ganz großen dann nicht identifizieren, dass da nicht noch irgendwo ein Soldat vergraben ist. So, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ja Leute, das ist wirklich krass hier. Also wir laufen jetzt hier durch den Wald und das ist alles umgepflügt von den Kalksteinbrüchen. Im Hintergrund, da hört man auch, da ist so eine kleine Motocrossbahn. Und das ist wirklich krass hier, weil man findet überall Zugänge in dieses unterirdische System der Kalksteinbrüche. Kann ich das hier einmal zeigen. Es ist wie, als wenn hier wirklich Bomben eingeschlagen wären, aber das glaube ich nicht. Das ist, ja, hier sieht man es auch, da unten. Ganz gerade ist diese Abbruchkante, wo man den Sand oder Kalkstein entnommen hat. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob es Kalkstein oder Sandstein ist. Und das sieht man hier überall in dem Wald. Und wir versuchen jetzt noch weitere von den Kammern zu finden, die die Soldaten verwendet haben. Melanie ist da vorne. Sie koordiniert hier ein bisschen jetzt. Weil sonst bleibe ich auch überall stehen und will mir alles angucken, aber dann sind wir morgen noch nicht fertig. Hier ein weiteres Beispiel. Hier können wir auch rein. Es ist Wahnsinn. Na, am liebsten würde man auch in alle Sachen reingehen, aber das ist... Ihr habt das jetzt in der ersten schon gesehen, dass ich mich auch schon angefangen habe, leicht zu verfransen. Das ist hier ein unheimlich großes System, was mal sehr stark miteinander verbunden gewesen ist, aber durch die einzelnen Verbrüche halt immer wieder unterbrochen. So, Melanie hat jetzt hier das nächste aufgetan. Oh, ich glaube, da haben sich welche ein bisschen was gebaut, oder? Das ist es auch noch nicht. Nee, aber sieht auch komisch aus da. Ich glaube, wir sind jetzt langsam an der Stelle. Wir sind ja auch schon einiges jetzt abgelaufen, wo wir hin müssen. Hier eröffnet sich jetzt wieder ein großer Krater. Einfach so im Wald. Gut, die Frage ist, war hier früher Wald? Vermutlich nicht, ne? Meine Güte. Ja, da unten sieht man schon so ein Eingangsportal. Da unten ist ein Eingangsportal. Was ist das hier? Auch merkwürdig. Ja, hier können wir es erkennen. Hier ist ein Zugang. Und hier ist ein Zugang. Ich glaube, hier kommen wir leichter runter. Ja, hier seht ihr das mal. Kalkstein. Hier ist eine Uhrzeit. Muschel- oder Schneckenhaus. Also wir sind jetzt hier scheinbar in einer riesigen Kalkgrube. Kalksteingrube, Kalksteinbruch.
Und die fahren hier höchstwahrscheinlich auch mit Autos noch aktiv durch. Deshalb sind wir uns jetzt nicht sicher, ob dann jetzt hier auch was mit dem Ersten Weltkrieg zu finden ist. Das ist gigantisch hier, ey. Seht ihr, wie die ganzen Quader und Blöcke hier rausgestemmt wurden? Ich glaube, das ist dieses Ding dann, ne? Boah. Ist das riesig. Aber ich habe, glaube ich, nicht den Eindruck. Aber hier steht irgendwas Altes. Aber 1919. Da war der Krieg schon vorbei. Es kann durchaus sein, dass die das einfach später weitergeführt haben. Ja, doch, jetzt haben wir doch noch Indizien gefunden. Hier steht nämlich auf Deutsch Höhle 5. Das heißt, auch diese Kammern hier haben sie genutzt. Und hier ist auch was Altes. Auch das haben die Deutschen genutzt. Ja, vielleicht findet man noch mehr solche Indizien, weil das ist hier scheinbar sehr, sehr groß. Ah, guck mal, jo. Aber das ist ein neuer, ne? Ja. Ein bisschen dein Licht weg. Aber hier stand auch früher mal da oben noch mit Kohle oder Kohlestift. Alles andere ist neueren Datums. Hier, zur Höhle 4. So, jetzt kommen wir hier zu diesen größeren Kalksteinblöcken. Und da oben hat man noch einen schönen Schriftzug, der noch relativ gut erhalten ist. Altdeutsche Schrift. Wir Deutschen fürchten Gott, sonst nichts auf der Welt. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ja, Leute, und jetzt kommen wir hier nochmal zu einem ganz interessanten Objekt. Hier ist ein riesiger Adler verewigt. Ihr könnt mal sehen, wie groß das Ganze ist, wenn ich mich jetzt hier eben dahin stelle. Das ist schon wirklich mächtig. Komplett reingehauen. In diesem großen Block haben die irgendwas oben reingeschlagen in den Felsen, aber das kann man leider gar nicht mehr erkennen. Das ist schon zu sehr ja, durch die Erosion auseinandergefallen. Man sieht aber auch noch Farbe, das war bestimmt mal alles richtig bunt bemalt. Auch gerade hier nochmal wieder ein Zeichen entdeckt. Hier steht auch irgendwas mit, ich glaube 1940. Ja, auch nicht schlecht. Hier wurden alte Granathülsen verwendet. Melanie sagte gerade, jo, alte Gräber sind ja auch noch. Wahnsinn. Und hier ist auch noch eine Mörser oder eine Fliegergranate oder Mörser.
Jetzt wird es gerade richtig ungemütlich. Das passt hier richtig dazu. Und hier sind noch ganz alte Gräber drin. Grabsteine. Wahnsinn. So Leute, es geht weiter. Wir haben den nächsten Zugang gefunden. Das sieht hier aber irgendwie aus, als ob das Ganze auch mal nachgenutzt wurde. Das wurde definitiv mal nachgenutzt. Vielleicht als Garage oder sowas. Sieht ganz danach aus. Okay. Oder das ist hier wieder so eine Champignon-Geschichte. Weil hier mit diesem Plan und so weiter. Ja, also hier haben wir auf jeden Fall einige Indizien für eine Nachnutzung. Und wir haben hier aber auch, Gott sei Dank, noch die alten Hinweise aus Kriegszeiten, Höhle 4 und wahrscheinlich Reserveausgang Höhle 5, noch sehr, sehr gut erhalten. Und hier sieht man, wurde das Ganze mal irgendwie vermauert. Hier an der Seite sieht man nämlich auch noch einen Schriftzug. Hier ging es irgendwie in Höhle 5. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Vermutlich nicht. So Leute, also dieser Kalksteingrube, die ist auch extrem groß. Und jetzt haben wir hier ein Relikt aus dem Ersten Weltkrieg gefunden. Machen wir den Scheinwerfer an. So. Ich kann aber nicht die Bedeutung ganz genau zuordnen. Vielleicht ist das hier wie so eine Art kleine Kapelle gewesen, kann das sein? Dass die das sowas gemacht haben hier? Kann schon sein, ne? Irgendwie hat es den Anschein. Jetzt sind wir hier an einer Befestigung angekommen von den Deutschen. Es geht einmal hier hoch und einmal hier. Und hier sind auch schon irgendwie so, ja, Granatreste drin. Oh. So. Keine Ahnung, was jetzt hier oben kommt. Hier ist der nächste Granatkörper. Hier ist noch der Ring dran. Führungsring. Und scheinbar kommt man hier zu irgendwelchen alten Stellungen. Da hinten geht's auch hoch.
tatsächlich. Hier sind alte Unterstände. Alte Unterstände. Krass, dass man hier noch die alten Relikte hat. Hier auch. Erste Linie 400 Deutsche. Hier sind überall Relikte. Das scheint ein Beobachtungsbunker hier zu sein. Hier steht irgendwas drauf. Gros Allemand. Das scheint dann aber dann Französisch zu sein, dass hier drüben die Deutschen sind auf der Seite dann. Oder das sind die Deutschen gewesen. Melanie hat auf der anderen Seite eingefunden. Mal schauen. Wir haben auch hier wieder die alten Moniereisen, wo jetzt sogar noch der Original-Stacheldraht dran ist von damals. Und hier haben wir jetzt ja einen mit Naturstein zum Teil gemauerten Bunker. Das sieht sehr interessant aus. Sowas haben wir auch noch nicht gesehen. Ah, ja, er ist es. Das ist der Bunker, den wir gesucht haben. Die Zahl weiß ich jetzt gerade nicht, für was die steht. Hier oben habt ihr das eiserne Kreuz drin. Und zwar ist das ein Bunker. Da haben die Deutschen damals einen Scheinwerfer untergebracht. Das ist absolut selten, dass man das noch sieht. Wir werden da nochmal ein historisches Foto auch einblenden, damit ihr eine Vorstellung habt. Wow. Das ist wirklich absolut selten, sowas zu sehen. Können wir nochmal gucken, wie das hier von innen aussieht. Hier ist scheinbar eine Öffnung. Der wurde aber auch so rausgefahren. Ich weiß aber auch nicht, ob man jetzt hier den Scheinwerfer beispielsweise so gedreht hat, dass der hier nach oben geschienen hat für die Position. Da bin ich mir nicht sicher. Ich muss da nochmal in die Unterlagen schauen. Hier ist noch das alte Holz zum Teil drin. Hier die Stahlbalken drauf. So Leute, das soll es jetzt hier gewesen sein mit dem Thema zum Ersten Weltkrieg, mit den ganzen Objekten, Anlagen, die wir heute entdeckt haben. Viele unterirdische Sachen, also weniger Bunker, sondern mehr Höhlen, Kavernen, Steinbrüche, wie man es halt auch nennen mag, wo die Soldaten sich zurückgezogen haben. Wir haben noch richtig viele Relikte gesehen, was wir überhaupt gar nicht vermutet hätten. Und auch zum Abschluss nochmal hier so ein seltenes Bauwerk von den Deutschen, wo ein Scheinwerfer untergebracht wurde. Das ist schon ziemlich krass zu sehen, dass das praktisch noch über ein Jahrhundert hier noch steht und ja zum Teil halt von Vereinen etc. auch gepflegt wird, die Anlagen. Das ist in Frankreich noch sehr weit verbreitet. Das ist ein Unterschied und ja, wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen und dass ihr auch wieder fleißig kommentiert, uns was unter die Kommentare halt schreibt und das Video liked, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!